Heute bauen wir einen Hauen in Lukas. Und da kommt unser Rohr. Und ich habe ein paar Handschuhe. HDL ist das Stichwort. Wer weiß, was das heißt? Verkehrt. Hauen in Lukas. Wir bauen jetzt so eine Wippe. Dupp, und dann hier vorne ist einer drauf. Ein kleiner. Metallklumpen. Guck mal, 2 Tauben. Guck so, dann haust du hier drauf. Dann fliegt der Metallklumpen hoch. Je doller man haut, desto höher fliegt der Metallklumpen. Eigentlich fangen wir damit an, dass wir dieses Rohr Schlitzen. schlitzen. Wer hat Bock auf Schlitzen? Schnick, schnack, schnuck. Und die 2 Verlierer schlitzen. Hey! Ha! Ja! Fuck! Hey! Warte, ja, kann ich mal ganz kurz überlegen? Doch, ey. 1, 2, 3. Hey! Ha! Ho! Ja! Du musst schlitzen! Wir alle erstmal überlegen! Hey! Ha! Hu! Fuck! Ja, ich wollte immer mit dir schlitzen. Wir machen das jetzt so. Das ist unser Stock da. Da kommen 2 Schlitze an den Seiten rein, damit unser Puck in der Mitte, der hochfliegt, an beiden Seiten geführt ist und da drin nicht wabbeln kann. Sonst verkantet der und dann nicht gut. Also wir müssen echt präzise arbeiten. Das können wir ja zum Glück. Ja, geil, Alter. Ey, vergiss es komplett. Das hat überhaupt keinen Sinn. Stopp, wir machen es anders. Guck es dir bitte mal an. Ja, warum hast du denn das gemacht? Ja, warum habe ich das gemacht? Während Brian draußen versucht, diesen Schlitz zu retten, in dem im Grunde unser Puck in der Mitte geführt werden soll. Das ist der eigentliche Plan. Bauen wir schon mal die Wippe. Bei der Wippe nehmen wir irgendwie sowas hier. Das kann nämlich nicht verbiegen. Ne? So ein Dreieck. Jetzt kommt hier ein Loch durch, hier vorne, eine Aufhängung. Jetzt kannst du da raufhauen. Dann kann man hier vorne unseren Puck quasi drauflegen, damit du den hochpfefferst. Das funktioniert soweit. Aber wenn du jetzt mit dem Vorschlaghammer hier raufhaust, die Fläche wird vergrößert, und du haust auf den Boden, dann brichst du dir die Hand. Das bedeutet, wir müssen hier ein bisschen federn. Wir brauchen eine Feder, die man zusammendrückt. Wo kommt das denn her? Ach, ich weiß, wofür das ist. Wenn Jonas dann das Feld pflügen will, muss er das ganz kurz beim Hauen in Lukas abbauen. So läuft das hier doch schon seit Tag 1. Hallo Brian, wie läuft's? Super. Weißt du, an was mich das erinnert? Als wenn du in der ISS sitzt und so aus so einer Kugel, so einem Kugelfenster rausguckst. So, ich schwebe so draußen vorbei. Roger that. So, pass auf, was jetzt passiert ist Folgendes. Das hier ist unsere Unterkonstruktion. Hier kommen gleich Füße drauf. Das heißt, das schweißen wir gleich so drauf. Hier drauf kommt die Wippe. So. Hier kommt das Ständerwerk dran mit so einem Steg durch. Dann kann das hier kippen. An dieses Ende, das müssen wir verbreitern, damit man das mit seinem Vorschlaghammer auch trifft. Die meisten sind nicht so präzise wie wir. Und dann machen wir an dieses Stück hier ran unsere Federn nach unten. Die schraube ich gleich ab. Die setzen wir quasi hier so drunter. Schweißen das Ding da dran und dann kann man sie nicht mehr verletzen. Kannst du mal bitte ganz kurz hier mal eine Nahaufnahme machen, was man damit für Schweißnähte zieht? Alter, was ist das denn, ey, Digga? Das ist wahrscheinlich das Beste, was ich jemals gemacht habe. Sieht schön aus, aber es geht noch mehr rein. Es geht nicht mehr, Brian. Mehr geht nicht. Es wird auf jeden Fall ein rustikaler Hauen in Lukas, das ist sicher. Ich flex mittlerweile mit der freien Hand die besten 45 Grad Winkel auf dieser Welt. Siehst du. Nicht schlecht, Fynn. Danke, Brian. Nein! Du hast ins Geodreieck reingeschraubt. Ja, was soll ich jetzt zu meinem Geodreieck sagen? Kann ich nicht mal mehr Butter mitschmieren? Ja, super. Oh, entschuldige. Nee, du warst da auch bei. Was ist denn los? Was ist? Ich wollte dir das schicken. Hier muss gleich eine Stange durch. Ich hoffe, dass es reicht. Darf ich auch mal wieder schweißen, Fynn? Ja, gleich. Ich habe das letzte Mal in den 60ern geschweißt. Das Ding muss jetzt austangiert werden. Wenn er hier schwebt, ist gut. Pangasius Filet mal 7. Das ist die Formel. Wir sind mal wieder auf uns gestellt, Brian. Es ist ein weiterer Tag in der Prärie. Schnell dich an. Zieh die Hose bis nach Meppen. Hui. Wir nehmen was ab, Brian. Das ist wie bei Weight Watchers hier. Die Rundung wird immer dünner. Ein gezielter Schlag und es geht. Ich hole mal einen Löffel, Hammer. Jetzt flutscht er. Okay, so. Jetzt haben wir eine Führung für die Schiene eingebaut. Jetzt kann das nicht mehr so doll wackeln. Aufgepasst? Stell dich mal hinten drauf. Hey, oh. Hey, dich nicht so schnell. Ja, ich hab gut, ich hab Schiss gehabt. Hier, Akrobatika. So hat man am meisten Grip. Das weiß jeder Akrobatiker. Akrobatika? Hast du so oder nicht? Hey, oh. Oh, ey, oh. Ja, voll in den Sack getreten. Voll gegen den Hoden. Ja, hab ich schon gemerkt auch. Wir haben erfolgreich innerhalb von 5 Stunden eine ganz einfache Wippe gebaut. Damit wir jetzt, wenn wir da draufhauen,
uns nicht die Flosse brechen, wenn wir hier Metall auf Metall krachen, kommen hier jetzt Federn runter. Ist okay, glaube ich. Super, Fynn. Es funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Da ist auch noch ein bisschen Spiel. Die Idee ist, 3 verschiedene Felgen zu haben, die oben an dem Rohr befestigt sind. So, das heißt, die kommen hier vorne raus, hier kommt der Pimmel von dem Puck hoch. Jetzt dreht er die Felge, dann wissen wir immer an den rotierenden Felgen, bis wo der Puck geflogen Ja, wenn er ist. eine Felge schafft, bist du ein Lappen, bei 2, 3 Felgen bist du schon ganz schön cool. Genau. Bei 4 Felgen wärst du ein Auto. Nicht schlecht. Wir müssen jetzt die da lagern im Grunde. Das ist einfach nur, hier machen wir eine Stange in der Mitte, schweißen vorne hinten was gegen, damit sich das nicht mehr bewegen kann. Und dann brauchen wir ganz viele kleine Pimmel, die hier vorne rausgucken, Ja, damit die aneinander stoßen richtig, können. Fynn. So, jetzt hier, damit wir ein bisschen mehr Grip auf unserer Fläche haben, werden Gummistiefel draufgeschraubt. Das geht. Das geht nicht. 5 Euro? Das könnte ganz vielleicht doch funktionieren. 5 Euro. Ey, was machen wir? Ja, warte mal, erst mal ganz kurz ruhig. Ein schönes Eis für alle. Du kriegst auch eine Kugel, Fynn. Fynn, ich habe 17 Nächte über diese Konstruktion Du hast gar nachgedacht. nicht darüber nachgedacht. Naja, 17 Minuten mindestens. Bevor wir da jetzt alles an die Wand dübeln und es nachher nicht geht, stellen wir ganz kurz unser Rohr auf, halten das da oben fest, testen einmal die Konstruktion, ob überhaupt irgendwas fliegt. Und wenn das der Fall ist, dann können wir den Rest fertig machen. Tritt mal rein. Aua, das tut richtig weh. Wirklich? Ja, Mann. Alter, ich bin keine Kuh, du Arschloch. Ja, es geht. Ey, das ist ziemlich geil. Ja, schon wieder. 5 Euro kriege ich übrigens. Woohoo! Den 5er kriegst du. Ich mag vielleicht 5 Euro verloren haben, aber ich bin der Stecker von uns Das beiden. ist auch jetzt, guck mal, das Holz ist kaputt, so kann ich nie arbeiten. Jungs, bis dahin sieht es schon ganz gut aus. Nein, es geht los. Ja, Tag zwei. in meine Hose. Heute ist ein Top-Tag, wie jeder Tag im Kliemannsland. Wir haben einmal hier unsere Lanze da, wo gleich unser Puck hoch und runter fliegt. Das haben wir schon ausprobiert, funktioniert alles, aber es gibt ein bisschen Optimierungspotenzial. Also es liegt daran, dass sich diese 2 Stäbe beim Schlagen durch den Druck hier oben drauf zusammenbiegen, weil die ja nur da festgemacht sind. Das heißt, wir geben denen jetzt hier nochmal 2 Stützen, dann flexen wir ein Stück aus dem Autoreifen raus. Das ist alles in die Nase. Wie heißt nochmal das Pokémon, was so heißt wie Flor? Also nicht dieser Flor? Dieser Flor? Dieser Samen. Dieser Samen, ja, da gab es auch eins mit Flor, ne? Wer von euch kann alle 151 Pokémon konjugieren, wollte ich gerade sagen? Wenn das jetzt jemand da drunter postet, ohne zu googeln. Ja, das macht doch jeder. Nee. Wir kommen richtig gut voran. Echt, wir labern nur Scheiße und du kannst nicht mal mehr ein Loch in den Reifen schneiden. Was ist eigentlich dieses, du kannst nicht mal mehr? Weißt du, was das heißt? Du kannst nicht mal mehr heißt, du hast es also verlernt. Was du meinst ist, du kannst kein Loch in den Reifen schneiden. Ja, nicht mal mehr. Nee, das sagt man so nicht. Sagst du immer, das macht mich verrückt. Ich kann dich nie ernst nehmen mit diesem Geschirrhandtuch von gestern auf dem Kopf. Du kannst nicht mal mehr ein Loch Schneid in den jetzt da ein Loch in schneiden. den Das sagt Moped. niemand, das sagt Hör man auf! nicht. Ich kann dich nicht so, ich verstehe dich nicht. Ja, ja. Ich bin jemand, ich kann aber noch eröffnen. Du kannst nicht mal mehr ein Loch in den Reifen schneiden. Ich sehe aus wie eine Mischung aus Nas und jemanden, der seine Klamotten am Fluss sauber macht. Alter, wo ist das verschissene Kackloch hier? Ey, wo bist du, ey? Mit Gefühl kommst du im Leben nicht weit. Du musst immer gucken. Gerade bei der Lochsuche. Welche deutschen YouTuber hätten das sofort gefunden? Richtig, die Lochis. Was mache ich denn jetzt hier? Ich weiß es auch nicht, Fynn. Ich frage mich das schon eigentlich, seitdem ich hier vor 2 Jahren auf den Hof gekommen bin. Wir beginnen mit dem Schweißkurs. Schweiß, 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 Schweiß. Das hier ist die Front. Da. Hier kommt der Kicker drunter. Diese Felgen werden jetzt
mit Haltern hier so dran befestigt. Geht so rüber und hier ist eine Stange, da hängt die Felge drauf. Wenn dann dieses Ding hier vorbeikommt, der kleine Dödel, ja, dass er dann die Felge im Vorbeigehen dreht. Und durch die Rotation können wir dann erkennen, bis wo der Kontrahent gekommen ist. Wenn das nicht klappen sollte, ne, mit den Felgen, dann haben wir einfach nur eine schöne Deko und dann haut man das Ding einfach nur gerade hoch, okay? Richtig. Where did you go, my lovely? Where did you go? Where did you go? Schmeiß einfach direkt an meine Hände, pass auf. Krass. Puh. Hier, weil da noch sind sie viel zu lang. Zu viel Widerstand, Fynn. Ich will, dass sie sich minimal berühren. Okay. Wir machen, wie du es willst, Brian. Danke, Fynn. Du bist der Chef, Brian. Danke. Gerne, Brian. Hey! Hallo? So, was jetzt passiert, ist Folgendes. Hier, da rein, darauf, da ran. Ein Stück Metall davor und dann dreht sich das im besten Fall. Hält noch nicht final, aber Ja, mach es doch bitte. final? Ja. Okay. Wo, warte? Nee, ist geil. Guck mal, Fynn. Mann. Es ist auf on. Ich wollte dir auch mal im Arsch damit rumbohren. Arschgitarre? Nee. Arschgeige meinst du? Arschgeige? Ah, scheiße. Arschgitarre. Soll ich sonst hier schweißen? Fynn? Nein, Brian. Ich habe schon geschweißt, da hast du noch YouTube-Videos geguckt. Fertig! Der find's richtig. So. Okay. Diese Scheißkonstruktion ist endlich fertig. Das heißt, aufräumen, Aufstellen. raufhauen. Aus. Spaß! Woo! Sehr gut, Leute. Ihr seid richtig gute Leute. Drück mal ein bisschen doller. Ich kann nicht, Alter! Bist du drin? Geil, das ist aber geil. Das wundert mich ehrlich gesagt. Doch nicht drin? Im schlimmsten Fall ist es ein schönes Kunstwerk. Okay, hält. Also kippt nicht mehr um. Oh, alles hier verkeilt, Alter. Das hat geknattert. Was sagt uns das? Dass das nicht funktioniert hier und dass du mir 5 Euro schuldest. Nein. Sondern? Dass hier noch was weiter erarbeitet werden muss. Er muss einen Schlitten kriegen. Er muss hier da noch eine Führung bekommen. Laut. Nee, der ist hier gegen. Und dadurch, dass er hier geblockt wurde, war direkt wieder Schluss im Karton. Ich habe eine andere super gute Idee. Wir drehen das um. Wir machen den hinten, flexen wieder ab. Also, pass auf. Entweder ist das jetzt alles deine Idee, dann ist es auch alles deine Schuld. Oder das ist wie, ich glaube, also ich sag, oder es ist meine Idee. Und dann übernehme ich eine Teilschuld. Weil ich versucht habe, deinen Irrsinn zu realisieren. Ja, okay, es war meine Idee und es ist meine Schuld. Nein! Doch! Nein, das war nicht deine Idee. Natürlich! Ich sehe nix, ich treff nix. So, kannst loslassen. Wie hoch war das? Ja, über die zweite Schraube. Ja. Nicht bis zur dritten. Was ist hier passiert? Yeah, die ganze Schraube ist rausgerissen. Ich glaube, dieses Projekt kann nicht ausgestrahlt werden. Guck mal unten, was da passiert ist. Ja, Ach, ja. das Ding ist auch verbogen. Ja, das meinte Ach, ich das doch. meint ihr mit Dreieck. Bei der Wippe nehmen wir irgendwie sowas hier. Das kann nämlich nicht verbiegen. Das ist alles scheiße. Nichts funktioniert. Jetzt haben wir hier so einen Scheißhaufen stehen. Ja. Noch ein Scheißhaufen. Ich glaube, wir müssen den nochmal komplett neu bauen. Hast du dir jetzt schließlich komplett ausgedacht, hast du ja vorhin gesagt. Habe ich auch. Das war einfach scheiße. Der Gedanke war vielleicht okay, aber Manchmal im Leben, ne, klappt was nicht beim allerersten Versuch. Und dann machst du vielleicht auch einen Fehler. das heißt, wir bauen hier rechts
Nochmal den richtigen. Exakt. Und hier drüber steht Reinfall und darüber steht Einfall. Es tut mir sehr leid, liebe Zuschauer. Ich habe mich verrechnet. Mit diesem Video hat niemand etwas gewonnen oder verloren. Es geht uns so und Nur es geht ihr euch habt so. ungefähr 20 Minuten eures Lebens verschwendet. mindestens. Ey, aber zusammen hatten wir auch trotzdem eine schöne Zeit. Wir haben gelacht. Wir haben geweint. Wir haben uns zusammen aufgeregt und vertragen. Oh, Ja, gut, ich habe ja gut Schiss gehabt. Ja. Wir haben uns in die Arme genommen, Ja, ich wollte immer mit dir schlitzen. gemeinsam gesungen Where did you go? Where did you go? und getanzt. Gelachen, wie sagen wir, gesoffen und getanzen. Kennst du den Typen? Nee, es wäre jetzt aber einfach nur witzig, wenn das Teil von oben auf deinen Kopf fallen würde. Also pass auf, ich würde es echt so machen. Die Wippe ist an sich geil. Wir brauchen nur ein anderes Brettchen in der Mitte, irgendwas, was stabiler ist. Vielleicht ein richtiges Dreieck. Also, weißt du? Weiß ich auch noch nicht genau. Davon gibt es eine Phase 2 und wir machen das ohne den ganzen Scheißdreck. Nehmen uns ein normales Rohr und machen oben eine schöne Glocke ran. Oder einen Taster, der dann irgendwas Cooles macht. Weißt du? Wo dann irgendwie Bililu. Ja, irgendwie müsste aber bis oben, nicht jeder schafft es nach oben. Also gibt es nur Fail oder Gale? Oder was?